Der Wind kommt stabil von vorn. Noch geht's mir gut. Und Berg runter. Hui. Das macht Spaß. Juhu. Langsam hätte ich mal Lust auf den Mittag. Aber man merkt im Körper schon die Anstrengung. Ab hier beginnt auf jeden Fall der Kampf mit mir selbst. So weit bin ich noch nie gefahren an einem Tag. Die meisten Probleme macht aktuell mein Magen. Muss einfach mehr Essen rein. Schwitze extrem. Ständig bergauf und bergab hier. Oh, ein kühler Wind. Ja, ich habe irgendwie keine Lust mehr. Guten Morgen Leute, ich nehme euch heute mit auf eine sehr spezielle Herausforderung für mich. Ich fahre heute das erste Mal 200 Kilometer an einem Tag. Wie sich das auf meinen Körper auswirkt, auf die Psyche, ob das Material mitmacht, das werden wir herausfinden. Ich hoffe, wir sehen noch eine schöne Landschaft. Das Wetter spielt aktuell mit, die Sonne scheint. Wir haben jetzt 14 Grad, von der Seite aus beste Voraussetzungen. Ich bin auf die Tour richtig gespannt und freue mich riesig. Ein großer Dank geht an Fritz Meinecke, der mich dermaßen motiviert hat mit seinen Videos, vor allen Dingen mit dem Video 1000 Kilometer quer durch Deutschland mit dem Fahrrad. Das hat mir den letzten Schub gegeben, den ich brauchte, um auch einmal 200 Kilometer mit dem Rad zu versuchen. Mit dabei ist heute wieder mein New Road Race FE. Auf geht's! Wie immer ist mir die Sicherheit extrem wichtig, deswegen auch Helm und Schutzbrille, auch wenn der Style dadurch natürlich nicht so cool aussieht wie ohne. Hier ist die Gesamtstreckenübersicht meiner Route zu sehen. Im ersten Streckenabschnitt geht es von Petershagen über mehrere kleine Orte nach Bernau. Beim Fahrradfahren ist die Ernährung sehr wichtig. Ich möchte ja nicht in einem Kohlenhydratdefizit landen oder im Hungerast, wie er auch genannt wird. Deswegen habe ich mir einfach ein paar einfache Brötchen geholt, ja, so eine Knoten. Rosinenbrötchen drin, dass ich erstmal was essen kann unterwegs. Dazu noch ein paar Proteinriegel mit Nüssen drin, dass ich auch ein paar Fette kriege. Ja, ich weiß, die sind jetzt vielleicht nicht super gesund, aber für heute wird es schon mal gehen. Zu trinken habe ich natürlich auch mit. Zweimal 750 ml isotonisches Getränk und selber anrühren. Habe da auch meinen Nachfüllpack noch mit. Von der Seite aus kann ich da auch noch mal ein bisschen was nachfüllen nachher, wenn es leer ist. Ich packe meine Sachen dafür ein, dann geht's weiter. Aktuell bin ich auf dem Fahrradweg zwischen Bruchmühle und Altlandsberg. Ein richtig schöner Fahrradweg, gut asphaltiert. Links und rechts ist man von schönen Feldern umgeben. Da macht das Fahrradfahren richtig viel Spaß. Aktuell ist die Temperatur noch schön frisch. Vögel zwitschern, Sonne scheint. Perfekt. So habe ich mir die Tour vorgestellt. Bin in Altlandsberg angekommen, direkt seitlich der Stadtmauer. Hier gibt es auch eigentlich schon Sportgeräte, wo man sich ein bisschen austoben kann, wenn man nicht gerade eine Fahrradtour macht. Kurzer Zwischenstopp in Altlandsberg am Schloss, beziehungsweise Schlossgarten. Wurde neu renoviert vor einer Weile, sehr schön gemacht. Im Winter ist hier auch der Weihnachtsmarkt in Altlandsberg. Hier kann man auch super Hochzeiten feiern. Wow, der Raps sieht echt gigantisch aus. Was für ein Panorama. Auf der Pferdefarm riecht es wieder herrlich nach Heu. Jetzt habe ich das erste Stück Gravelweg mal auf meiner Strecke. Also auf Deutsch einfach Sandweg. Ich bin jetzt aktuell hinter Altlandsberg. Hier wird der Wind geerntet. Der Gravelweg ist ziemlich lang, holprig und steinig. Der Wind kommt stabil von vorn, nicht allzu stark, aber merkbar. Immer noch Top-Bedingungen. Noch geht's mir gut. Ich bin jetzt bei ungefähr 16 Kilometern meiner Strecke. Der Körper wird langsam warm und kommt auf Betriebstemperatur. Da wird das Treten schon viel leichter. Ich bin jetzt genau hinter Blumberg. 10% der Strecke liegen hinter mir, also genau 20 Kilometer. Das ist Zeit für ein Rosinenbrötchen, dass mir der Tank nicht leer geht. Ich habe keine Lust, zum Hungerast zu enden und nachher gegen den Gegenwind anzukämpfen, dass die Beine nur noch brennen. Mahlzeit. Jetzt liegt ein Stück Weg vor mir, direkt Landstraße, ohne Fahrradweg. Mal gucken, wie lang der ist. Heute war nur kein Fahrradweg. Ich hier zur Autobahnbrücke. Ja, schicken Sie auf hier.
Ich bin kurz vor Bernau, ich melde mich wieder. Und Wohlkommen. Okay, nochmal zurück. Ich glaube, das hat jetzt keiner verstanden. Ich bin kurz hinter Birkenholz. Es gab keinen Fahrradweg. Die Landstraße war auch nicht besonders gut. Hier an der Autobahn ist es sehr laut. Jetzt bin ich hier kurz vor Bernau. Es ist endlich wieder ein Fahrradweg da. Das freut mich. Und ich gönne mir noch einen süßen Knoten. Sicher, sicher. Bin jetzt in Bernau angekommen. Was mir auffällt ist, hier wird auch wahnsinnig viel gebaut. Viele Straßensperrungen. Der riesen Kirchturm da oben wird auch gebaut. Die Fahrradwege sind hier hauptsächlich auf der Straße, so wie es aussieht. Aber es ist gut bebaut. Lässt sich gut fahren. Von Bernau aus führt uns unser nächster Streckenabschnitt jetzt nach Eberswalde. Ich bin jetzt hier noch kurz hinter Bernau. Ich muss sagen, ein echt schön ausgebauter Fahrradweg hier. Scheint noch nicht alt zu sein. Und wie manche im Internet schreiben, ist das Höhenprofil von einem Fahrradweg in der Tat etwas schlechter als von der Straße. Das heißt, dass der Fahrradweg mehr hoch und runter macht, wo die Straße einfach geradeaus führt. Kann jetzt hier ein Zufall sein, ist mir sonst noch nie so aufgefallen, dass der Fahrradweg mehr hoch und runter macht als die Straße. Ich werde es beobachten. Jetzt bin ich schon mal oben auf dem Hügel vom Fahrradweg. Jetzt kann ich auch die Abfahrt wieder nutzen. Ein bisschen Wind tanken. Hui. Wie man sieht, habe ich immer noch meine Windjacke an. Es ist noch ein bisschen frisch, gerade hier im Schatten hinter den Bäumen, was im Laufe des Tages sicherlich noch zum Vorteil wird, wenn die Temperaturen steigen und mir noch wärmer wird. So, nochmal ein Beispiel für ein Höhenprofil. Straße geht recht geradeaus und wir fahren jetzt mal in eine Talsenke rein. Warum, weiß ich nicht genau. Aber es rollt. Ah ja, ein kleiner Fluss unten. Vielleicht war das der Grund. Jetzt geht es wieder hoch. Straße immer noch geradeaus. Echt witzig. Ich gedacht, dass es sowas gibt hier. Bergauf, bergab. Die Wolken sehen heute wieder echt witzig aus. Wie ein kleiner Teppich oder Steppdecke. Ich weiß nicht, ob man es hier genau sieht. Jetzt geht es gleich wieder bergab. Runter in die Talsohle. Und gleich wieder bergauf. Hoch und runter, wie bei der Achterbahn. Hier bin ich jetzt an einer Blühwiese für Bienen und Hummeln. Und direkt da geradezu habe mich gerade die ganze Zeit ein Reh angeguckt. Jetzt hüpft es gerade weg. Ja, viel Spaß, Kleiner. Und Berg runter. Hui! Das macht Spaß. Wuhu! Da weht einem der Wind um die Nase. Fantastisch. Ich bin offenbar nicht mehr weit weg von Eberswalde. Hier ein sehr schönes Blumengesteck. Hier jetzt wieder so schöne Blumen. Aber ich glaube, Eberswalde ist doch noch ein ganzes Stück weit weg. Ich bin ja gerade mal in Wiesenthal. Da ist Eberswalde wirklich noch ein Stück weit weg. Naja, man kann sich auch mal irren. Die Prärie. Unendliche Weiten, Weideland. Platz für die Rinder und die Pferde. Willkommen im Osten von Brandenburg. Ich bin jetzt bei 42 Kilometern. Erstmal Zeit für den Riegel. Hunger geht noch. Wobei ich merke, langsam hätte ich mal Lust auf den Mittag. Das heißt, bei nächster Gelegenheit werde ich auf jeden Fall schon mal gucken, was ich essen kann. Solange macht es der Nussriegel. Mal gucken, ob er schmeckt. Der Riegel ist ziemlich hart. Aber ansonsten schmeckt er gut. Hier stehe ich jetzt vor einer echt schweren Entscheidung. Ich habe 3 Wege zur Auswahl. Einmal ein sehr steiniger Weg, sehr holprig. Oder
ganz loser Sand, fährt sie wie auf dem Strand, Hinterrad bricht ständig aus. Oder Alternative 3, Moos, Zweige, ist wahrscheinlich nicht mal ein Weg. So, Frage an euch, welchen Weg würdet ihr wählen? Kleiner Tipp, den Sandweg habe ich gerade schon probiert, der fährt sich gar nicht gut. Das Hinterrad schlingert ständig hin und her und ist super anstrengend. Ich probiere als nächstes mal den Steinweg. Der sieht ein bisschen fester aus, aber sehr holprig. Ich mache gleich mal einen Termin bei meinem Zahnarzt, falls mir ein Zahn rausfällt. Der holprige Weg übrigens liegt jetzt hinter mir. Zähne habe ich zum Glück nicht verloren. Ziehe nur ganz schnell alle Schrauben nach. Das hat mich schon ganz schön durchgerüttelt. Ja, nicht, dass mir was abfällt und ich nachher dann ohne Schrauben da stehe. Jetzt bin ich schon ziemlich lange auf den teils asphaltierten Weg hier unterwegs, der aber auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Aber fährt sich im Vergleich zu dem Holperweg von vorhin sehr angenehm. Ansonsten hier im Wald ist echt schön. Die Vögel zwitschern, die Grillen grillen. Die anderen Tiere machen, was die anderen Tiere so immer machen. Jetzt komme ich langsam wieder zurück in die Zivilisation. Hier scheint Flughanger zu sein oder ähnliches. Hier wird offenbar eine ganze Menge Solarenergie geerntet. Der Trafo hier, der pfeift ja mächtig laut. Muss wahrscheinlich wieder mal ein bisschen Öl nachgefüllt werden. Wir sind hier echt weit draußen, aber die Post liefert hier trotzdem. Hat der Maulwurf was bestellt? Oder die Rehe oder die Wildschweine? Keiner weiß es. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich schon in Eberswalde angekommen bin. Auf einmal stehe ich hier vor dem Familiengarten in Eberswalde. Sehr empfehlenswert. Für einen kleinen Preis kann man hier den ganzen Tag verbringen. Vor allem mit Kids. Super toll. Hier in der Stadt fährt es sich besser auf den gemachten Fahrradwegen. Aber im Wald war trotzdem schöner. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich gerade einen Anstieg gefahren bin. Vor mir liegt jetzt das Zentrum von Eberswalde. Da werde ich mir gleich mal was zu essen holen. Jetzt kriege ich langsam Hunger. Das ist nicht gut beim Fahrradfahren. Das heißt, Energie ist schon langsam weg. Und es liegt ja noch ein bisschen was vor mir. Also, Zeit zum Mampfen. Ich habe mir in Eberswalde jetzt erstmal einen Döner geholt, direkt am Bahnhof. Sieht sehr groß aus, der Döner. Ich hoffe, er schmeckt auch, wie er aussieht. Bis später. Meine Windjacke habe ich jetzt ausgezogen, da die Sonne schön scheint und es warm genug ist. Die werde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr brauchen. So, aufgegessen habe ich jetzt. Ja, war sehr lecker und echt viel. Also der Bauch ist erstmal voll. Getrunken habe ich eine ganze Menge. Ja, ein bisschen gesessen zum Ausruhen habe ich auch. Jetzt gehe ich mir als nächstes Wasser kaufen, weil meine beiden Flaschen sind fast leer. Und rühre mir ein neues ISO-Getränk an, damit ich für die Fahrt gut gewappnet bin. So, eine neue Flasche Wasser habe ich. Ich rühre mir jetzt mein isotonisches Getränk an. Ganz einfach ein Isostar. Oh, einfach 3 Löffel nur. Reicht für mich. Bisschen Wasser rein. Und dann schütteln wir es ganz ab. So, Rest füllen wir Wasser auf. Deckel drauf. Und ab zur nächsten Flasche. Ich nehme mal stilles Wasser. Bei Sprudelwasser habe ich festgestellt, dass die Kohlensäure einfach zu sehr aufblubbert im Magen. Da kann man nicht gut fahren. So, und der letzte Schluck wird immer gleich getrunken. Dann kann es ja weitergehen. Ich setze jetzt meine Route wieder fort nach der kleinen Pause und den Döner. Magen ist voll. Ja, Beine sind etwas schwer gerade nach der Pause, aber die werden auch wieder warm. Der Fahrtwind ist noch angenehm frisch. Da schwitzt man nicht so doll. Heute mein erstes Teilstück, wo ich mal am Fluss lang fahre. Laut Navi soll ich jetzt 3,5 Kilometer den Weg hier lang fahren. Bin mal gespannt, ob es hier wirklich 3,5 Kilometer am Fluss direkt lang geht. Das wäre echt schön. Beine sind wieder warm. Bei dem fantastischen Wetter läuft's. Ich muss hier kurz anhalten. Und jetzt kreuzender Verkehr. Und rechts vor links muss ich natürlich beachten.
Wir kommen noch weiter. Okay, es kann noch dauern. Ich fahre mal vorbei. Okay, kurze Warnung. Für alle, die nicht schwanger werden wollen, die sollten jetzt mal schnell weggucken. Da fliegt der Storch davon. Nach jetzt 70 Kilometern bin ich am alten Schiffshebewerk angekommen in Niederfino. Das Wetter hält noch, aber man merkt im Körper schon die Anstrengung von den 70 Kilometern. Bin gespannt, wie es weitergeht. Die sehen schon gigantisch aus, die beiden Schiffshebewerke. Das alte war ich früher schon ein paar Mal drauf, als Kind oder auch als junger Erwachsener. Bei den neuen weiß ich gar nicht, ob es überhaupt schon offen hat oder ob es noch gebaut wird, aber sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Für die kleinen Boote gibt es ja auch eine Schleusmöglichkeit. So, jetzt muss man erstmal absteigen und schieben. Über die kleine Brücke hier. Auch mit dem Fahrrad. Oh. So, und auf der anderen Seite wieder runter. Schon geschafft. Zur Abwechslung gibt es mal wieder einen Gravelweg. Aber fährt sich ganz gut. Die sehen hier alle mehr nach Alpenmilch aus und nicht nach Milka-Schokolade. Ja, der Weg hier ist okay, schön asphaltiert, war der mal. Aber man muss ja hier nicht so durchrasen bei der schönen Kulisse. Alles gut. Die letzten Kilometer bin ich auf Landstraßen unterwegs, Schnellstraßen, kein Fahrradweg in Sicht. Dafür immer wieder Autos, die recht dicht an mir vorbeifahren. Ein bisschen Rückenwind, der tut ganz gut. Ansonsten kommt man voran hier auf der Straße, das ist wieder der Vorteil dabei. Mal gucken, was als nächstes kommt. Aktuell bin ich hier hinter Oderberg. Scheint die polnische Grenze nicht mehr weit weg zu sein. Jetzt nach der Landstraße kam kurz ein kleines Stück schöner Fahrradweg. Jetzt haben wir wieder so einen sehr unfreundlichen. Für die Zähne überhaupt kein schöner Weg, auch für die ganze Ausrüstung nicht. Das klappert alles durch. Jetzt befinde ich mich hier auf einem Hochwasserschutzdeich. Immer wieder faszinierend, wie hoch Treibholz hier liegt. Das kann man sich im Sommer gar nicht vorstellen, was da für Wassermassen auch im Herbst und Winter hier zusammenkommen. Wenn man jetzt diesen lang fährt, kann man sich glatt denken, oh, ein Häuschen hier bauen ist gar nicht schlecht. Ich glaube, das sieht nachher im Herbst ganz anders aus. Jetzt habe ich fast die Hälfte meiner Strecke erreicht, gerade bei ca. 90 Kilometer. Angekommen in Hohensaaten, um Hohensaaten rum, so gehen wir noch einen kleinen Kreis. Und dann fahre ich denselben Weg zurück, den ich gerade gekommen bin, zumindest ein Teil davon. Mal schauen, was hier noch für Highlights kommen. Jetzt bin ich hier direkt am Oderdeich. Rechts neben mir die Oder. Herrlicher Fahrradweg hier direkt an der Oder. Wetter ist immer noch schön. Luft leicht, frisch, dass man nicht so schwitzt. Jetzt befinde ich mich hier auf dem Deich zwischen zwei Flüssen. Das rechts von mir ist die Oder natürlich und Polen. Links von mir ist irgendwie ein alter Oder-Kanal. Auf einmal ganz schön windig geworden hier. Und dann noch aus der falschen Richtung der Wind. Der kommt mir komplett entgegen. Schön voll hier heute am Buffet. Und man muss sagen, die waren alle beim Friseur, sehen alle sehr stylisch aus. Mir fällt gerade auf, wenn man so eine Weile Fahrrad fährt mit sich ganz allein, dann kommen einem so ziemlich dieselben Fragen, die man sich manchmal in der Nachtschicht gestellt hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier aus der Oder einen Fisch rausziehe, erkenne ich dann am Geschmack, ob es ein polnischer oder ein deutscher Fisch war? Keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich mal irgendjemanden fragen, weil die Frage kann ich mir nicht selbst beantworten, da ich seit ich Teenie bin keinen Fisch mehr esse. Kann ich irgendwie nicht mehr sehen, ganz komisch. Vielleicht ändert sich das irgendwann wieder. Aktuell nicht.
untere Odertal ist nicht nur geeignet für Radfahrer, sondern auch echt super für Fußgänger geeignet. Sehr schön und beschaulich hier. Ich bin jetzt hier in der Gemeinde Lunow, direkt neben der Oder. Und das Schöne ist, hier gibt es Steckdosen, wo ich ganz kurz mal meinen Akku fürs Handy noch aufladen kann. 10 Minuten ungefähr. Dabei gönne ich mir gleich noch ein Brötchen. Ruhe mich mal 10 Minuten aus. Und dann geht es wieder weiter. Jubiläum. Ich habe die ersten 100 Kilometer geschafft. Ab hier beginnt komplettes Neuland für mich und meinen Körper. So weit bin ich noch nie gefahren an einem Tag. Was ich schon feststelle ist, die letzten Kilometer hat sich irgendwie ein Tunnelblick eingestellt bei mir. Ich achte gar nicht mehr so sehr darauf, was links und rechts passiert. Der Körper ist allgemein schon ein bisschen erschöpft. Klar, 100 Kilometer bin ich halt noch nie gefahren. Bin gespannt, wie es sich entwickelt, die nächsten Kilometer. Speziell den Rest der Strecke sind noch ungefähr 111 Kilometer vor mir. Der leichte Gegenwind, der mir auf dem Hinweg geholfen hat, arbeitet jetzt gegen mich. Aktuell bin ich hinter Hohensaaten wieder, also durch Hohensaaten durch Lunow durch, bewege mich jetzt auf Oderberg zu. Ein Teil der Strecke ist ähnlich wie der Hinweg. Den anderen Teil werde ich noch kennenlernen. Ab hier beginnt auf jeden Fall der Kampf mit mir selbst. Aber den habe ich schon öfters geführt. Bin bereit dafür. Auf geht's. Kilometer 110. Mein letzter Snack ist schon 15 Kilometer her. Deswegen wird jetzt wieder Zeit für ein Rosinenbrötchen. Kurzer Check-up. Wasser ist fast leer. Ich brauche unbedingt neues Wasser. Habe auf dem Hinweg jetzt nicht so viele Möglichkeiten gesehen, aber wir finden schon was. Handy-Akku ist bei 44%. Ich hoffe, der hält noch ein bisschen durch bis heute Abend. Und die Waden schreien nach Magnesium. Das kriegen sie gleich. Kilometer 115. Zeit für ein Softeis. Man verbraucht echt viel Zucker hier beim Fahrradfahren. Endlich wieder was zu trinken. Ich habe eine Flasche Wasser, 1,5 Liter. Und noch einen kleinen Apfelsaft für die Reserve. Sicher, sicher. Ich rühre mir jetzt wieder mein Getränk an, weil Wasser allein reicht nicht für Energie. Also rein mit dem Isostar. Wasser war schon alle, wo ich hier ankam. Trotz Rationierung. Ich muss schon sagen, ich bin jetzt wieder im Eberswalde. Aber von Eberswalde nach Hohensaaten war so ziemlich gar keine Möglichkeit, was zu kaufen. Zumindest kein Discounter oder ähnliches. Höchstens Restaurants. Aber da wollte ich mir jetzt nicht eine Flasche Wasser kaufen im Restaurant. 3 oder 4 Löffel reingemacht. Keine Ahnung. Deckel drauf schütteln. Oh, meine Beine. Meine Beine ziehen. So, nehmen wir den letzten Schluck gleich rein. Oh, herrlich. So, kurzer Zwischenstand. Bin bei Kilometer 129. Hab dann jetzt noch 81 Kilometer vor mir. Also quasi genau wie ein Tag zur Arbeit, einmal hin und einmal zurück. Das sollte ein Kinderspiel sein. Einziger Haken dabei ist, dass ich die 129 Kilometer schon drin habe. Merke, die Beine sind erschöpft. So, ich packe zusammen und dann geht's weiter. Bin jetzt bei Kilometer 142. Es wird träge. Beine sind müde, aber machen noch mit. Hände manchmal ein bisschen eingeschlafen, zucken manchmal so komisch. Das kenne ich von den ersten Wochen, wo ich mit Fahrradfahren angefangen habe. Da haben die auch ab und zu so komisch gezuckt nach den ersten 40 Kilometern. Die meisten Probleme macht aktuell mein Magen, oder zumindest die Magengegend. Ich bin einfach sehr voll. Die ganzen Brötchen, das viele Trinken, das ist mein Magen einfach nicht gewohnt. Aber bevor ich im Hungerast ende, lieber mehr essen. Thema Motivation, ordne ich mal so bei 80% ein. Ich ziehe das hier durch. Da kenne ich gar nichts. Da war ja vor 1,5 Jahren, wenn ich dann komplett im Hungerast gelandet bin, die ersten Male, da hätte ich mir schon gewünscht, einfach aufzuhören, mit Auto weiterzufahren. Was ich dann auch meistens gemacht habe, wenn ich beim Auto war. Hinter mir liegt ein Stück, wo ich sehr viel auf der Straße fahren musste, weil keine Fahrradwege da waren. Recht unangenehm. An der Seite Leitplanken, viele ältere Motorräder, die sahen ganz nett aus. Trotzdem bleibt immer ein mulmiges Gefühl, wenn
so viel Verkehr an einem vorbeifährt. Gerade hier hinter Fino, sowieso eine Strecke, wo viel los ist. So, Kilometer 150, ich brauche was zu essen. Ich habe hier irgendwo meinen Nussriegel noch mit Protein. Der wird mir jetzt sicherlich noch ein bisschen helfen. Aber ansonsten komplett der Körper ist einfach schon ziemlich erschöpft. Muss einfach mehr Essen rein. Trinken habe ich noch genug, das wird reichen. Aber die letzten Kilometer, die schaffen wir noch. Kilometer 160. Bin hier irgendwo im Wald mit lauter Mücken. Man darf bloß nicht stehen bleiben. Ich schwitze extrem. Ständig bergauf und bergab hier. Pfeif aus dem letzten Loch, könnte man sagen. Aber es geht weiter. Weiter. Ja, Akku wäre jetzt nicht schlecht. Handy ist nur noch auf 12%. Energiesparmodus schon angemacht. Alles ausgemacht, was irgendwie geht. Gönn mir gleich noch mein letztes Brötchen für die letzten 50 Kilometer Endsport. Packen wir's. Oh, ein kühler Wind. Ja. So, ich bin ein ganzes Stück weiter. Liegen die letzten 16 Kilometer vor mir. Dann reicht's dann wirklich auch. Ich habe irgendwie keine Lust mehr. Der Körper ist ausgelaugt. Der Magen will nichts mehr essen. Trinken ist fast alle. Meine kleine Apfelschorle ist noch da. Die werde ich gleich noch brauchen. Fahrrad hält durch. Starkes Teil. Einwandfrei. Hier jetzt hier nochmal eine kleine Steigung hoch. Die Beine brennen. Die Beine sind einfach erschöpft. Energie scheint auch nicht mehr so viel da zu sein. Irgendwie schon 20 Fliegen heute im Mund gehabt. Protein mangelt es heute nicht. Leute, ich hab's geschafft. Ich bin am Ausgangspunkt meiner Reise angekommen und sage und schreibe 210 Kilometer gefahren an einem Tag. Ich bin froh, dass ich angekommen bin. Ich kann jetzt auch einfach nicht mehr. Mein ganzer Körper ist einfach erschöpft. Zähne sind total belegt von dem vielen Zucker, den ich gegessen habe. Die Technik hat super mitgemacht. Das Fahrrad hält durch. Das ist ein super Langstreckenrad, das Cube New Road Race FE. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Für überschaubares Geld kriegt man sehr viel Fahrrad hier. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe es geschafft, die Motivation oben zu halten, um die Strecke zu schaffen. Ich bin extrem stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, diese Herausforderung. Ein Dank geht raus an alle, die an mich gedacht haben heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt fit, bleibt gesund. Euer Manuel. Ciao.